Guten Tag. Wir werden uns in diesem Beispiel-Video für das Astropolarity-Fernstudium beschäftigen mit der Stier-Venus-Pluto-Konstellation. Beispielhaft in diesem Geburtsbild gekennzeichnet durch den Planeten Pluto in Feld Nummer 2. Die Stier-Venus-Pluto-Konstellation kommt ja in Geburtsbildern formell zustande über eben zum Beispiel den Pluto in Feld 2. Das zweite Feld entspricht ja dem Stier und damit dem Stier-Venus-Prinzip. Andererseits aber auch, wenn eine stierhafte, erdhafte Venus in Feld Nummer 8 steht, beziehungsweise im Zeichen Skorpion, oder wenn die beiden Planeten einen Oppositionsaspekt, ein Quadrat oder eine Konjunktion zueinander haben. In diesem Falle hier finden wir also den Pluto in Feld Nummer 2. Das ist das Geburtsbild eines Mannes. Der ist zu Beginn des letzten Jahrhunderts geboren und ich erwähne das jetzt nur deshalb, weil dieser Pluto in Feld 2, also diese Stier-Venus-Pluto-Konstellation, die Sie ja in den Audiodateien nachhören können und auch in den Skripten nachlesen können, hat sich bei diesem Mann unter anderem fatalerweise, schlimmerweise dadurch gezeigt, dass er im Zweiten Weltkrieg in russischer Kriegsgefangenschaft war und dort in einer sehr dramatischen Weise Hunger gelitten hat. Die Stier-Venus-Pluto-Konstellation ist ja eine, ähnlich wie Stier-Venus-Saturn, bei der man im Grunde genommen auf die Welt kommt und das Gefühl hat, es gäbe für einen selbst nicht genug zu essen. Das heißt, es ist die elementare Angst zu verhungern. Neben dem Bedürfnis nach Nahrung gibt es ja auch noch ein zweites Grundbedürfnis, nämlich das nach Wärme, was ein Säugetier, und der Mensch ist letztlich auch ein Säugetier, unbedingt braucht. Und insofern ist hier durch die Pluto in 2 Stier-Venus-Pluto-Konstellation dieses eine elementare Grundbedürfnis nach Nahrung ganz massiv unterdrückt worden, also im Sinne auch einer typisch plutonischen Übermachtung. Mehr braucht man jetzt in diesem Falle zu diesem Beispiel Geburtsbild nicht zu sagen, denn das ist eine derart einschneidende Erfahrung für diesen Menschen gewesen, was man sich ja auch vorstellen kann, dass damit also ein ganz großer Teil der Konstellation abgedeckt war und dann spätere Verhaltensweisen kompensatorisch oder auch in geminderter, gehemmter Form ganz leicht möglich geworden sind. Soweit also zur Stier-Venus-Pluto-Konstellation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.